Verstehst du oft kein Deutsch? Mach dir keine Sorgen, das passiert sehr vielen Lernenden. In diesem Podcast geben wir dir einfache und klare Tipps, damit du deutsche Muttersprachler viel besser verstehen kannst. Genau. Wir machen alles langsam und ruhig. Deutsch soll sich leicht anfühlen und nicht schwer. Bevor wir starten: Aus welchem Land kommst du? Schreib es uns gerne in die Kommentare, denn wir möchten sehen, woher ihr alle kommt und wo ihr Deutsch lernt. Dein Kommentar zeigt uns, dass du wirklich lernen willst. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt Schritt für Schritt weiter. Heute lernst du, wie du deutsche Muttersprachler besser verstehst. Und glaub uns, das ist viel einfacher, als du denkst. Du musst kein perfektes Deutsch sprechen. Du musst nur zuhören, mitmachen und offen bleiben. Lass deine Stimme locker und atme ruhig. Wenn du möchtest, mach kurz Pause und schreib uns. Jedes Wort macht dich mutiger. Am Ende des Videos machen wir eine kleine Übung und du wirst sofort merken, dass du mehr verstehst. Du fühlst dann die Sprache, nicht nur die einzelnen Wörter. Viele Lernende glauben, dass sie jedes einzelne Wort verstehen müssen, um Deutsch zu verstehen. Aber das stimmt nicht. Muttersprachler hören auch nicht jedes Wort bewusst. Sie hören den Rhythmus, die Betonung, die langen und kurzen Pausen. Genau das hilft ihnen, den Sinn eines Satzes zu spüren. Wenn du lernst, zuerst den Rhythmus wahrzunehmen, wird Deutsch sofort leichter. Stell dir vor, jemand spricht schnell. Dein Kopf versucht, jedes Wort zu greifen. Du suchst hektisch nach Bedeutung, du denkst viel zu viel und plötzlich verstehst du gar nichts mehr. Das ist normal. Dein Gehirn arbeitet zu hart und verliert den Fluss. Aber wenn du zuerst auf den Rhythmus hörst, passiert etwas Neues. Du hörst die Musik der Sprache. Du hörst, wann ein Satz beginnt und endet. Du hörst, welche Wörter Gewicht haben und welche nur mitlaufen. Dein Kopf wird ruhig. Deutsch hat einen klaren Klang. Es hat starke Betonungen. Es hat Pausen, die dir helfen, den Sinn zu finden. Wenn du diese Muster hörst, kannst du viel schneller verstehen, selbst wenn du nur wenige Wörter kennst. Am Anfang fühlt sich das ungewohnt an, weil viele Lernende sich nur auf den Inhalt konzentrieren. Aber Rhythmus ist wie ein Wegweiser. Er zeigt dir genau, wo die wichtigen Informationen liegen. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Diesmal hörst du nicht auf jedes Wort, sondern nur auf den Rhythmus, denn Rhythmus ist der erste Schritt zu echtem Verstehen. Lies den Text langsam und spür den Klang. Hör die Pausen. Hör die starken Wörter. Frag dich zwischendurch, was du fühlst, wenn du nur den Ton hörst und nicht an jeder Formulierung festhältst. Bist du bereit? Dann lies mit uns. Heute sprechen wir mit dir und wir sprechen ruhig. Unsere Sätze sind klar und unser Ton ist weich. Wir machen kleine Pausen, damit du leichter folgen kannst. Du musst nicht alles verstehen, du kannst dich einfach entspannen. Hör nur auf den Klang, spür die Pause, spür den Fluss. Merkst du, wie dein Ohr wach wird? Merkst du, wie dein Kopf leiser wird? Manche Wörter sind stark und andere sind weich. Manche Sätze sind schnell und andere ganz langsam. Dein Ohr folgt dem Rhythmus, nicht den Regeln. Spürst du das? Lies den Text jetzt noch einmal und achte nur auf die kleine Musik im Satz. Lass die Wörter los. Lass sie vorbeiziehen. Höre nur die Melodie.
Wie fühlt es sich an? Fühlst du den Fluss? Fühlst du, wie Deutsch leichter wird, wenn du nicht kämpfst, sondern hörst? Genau das ist Übung. Genau das wird Routine. Dein Ohr arbeitet. Dein Kopf ruht und du verstehst mehr, als du glaubst. Jetzt kommen wir zum zweiten Tipp. Dieser Tipp verändert komplett, wie du Deutsch hörst. Viele Lernende haben kein Problem mit der Grammatik, sie haben ein Problem mit dem Sinn. Sie spüren die Bedeutung im Satz nicht. Sie jagen jedem kleinen Wort hinterher und verlieren den Überblick. Heute lernen wir etwas Neues. Du hörst nicht alles. Du hörst nur das, was wichtig ist. So wird Verstehen plötzlich leicht. Stell dir vor, jemand spricht schnell. Du spürst Druck. Dein Kopf rennt jedem Wort hinterher. Der Satz rutscht dir weg. Genau an diesem Punkt beginnt die Veränderung. Du musst nicht alles hören. Du hörst nur die starken Wörter. Wörter wie morgen, nicht, immer, vielleicht, muss, kann, Problem, Hilfe, Zeit, Arbeit, Familie. Diese Wörter tragen die Bedeutung. Diese Wörter öffnen den Sinn. Alles andere darf einfach vorbeiziehen. Frag dich beim Zuhören, was ist das starke Wort? Was spüre ich im Satz? Was ist der Kern? Hörst du morgen, geht es um Zukunft. Hörst du Problem, stimmt etwas nicht. Hörst du Hilfe, braucht jemand Unterstützung. Mehr brauchst du nicht. Das reicht vollkommen. Du musst nicht kämpfen. Du musst erkennen. Je öfter du so hörst, desto ruhiger wird dein Kopf. Du hörst den Sinn, nicht die Form. Deutsch wird weich. Deutsch wird klar. Du suchst nicht mehr nach 100 Dingen. Du findest das eine Wort, das zählt. In diesem Moment beginnt echtes Verstehen. Tipp 3 ist Wiederholung. Wiederholung ist eines der stärksten Werkzeuge im Deutschlernen. Viele glauben, sie müssen immer Neues hören, neue Wörter, neue Sätze, neue Übungen. Aber das stimmt nicht. Du brauchst zuerst Wiederholung. Wiederholung macht deinen Kopf ruhig. Wiederholung gibt deinem Ohr Sicherheit. Wiederholung schenkt deinem Mund ein Gefühl für den Klang. Darum ist dieser Tipp so wichtig. Höre kurze Sätze zweimal. Beim ersten Hören ist alles fremd. Beim zweiten Hören wird alles leichter. Dein Ohr erkennt den Rhythmus. Dein Kopf erkennt die starken Wörter. Dein Körper erkennt den Klang. Beim ersten Mal hörst du Geräusche. Beim zweiten Mal hörst du Bedeutung. Genau so beginnt echtes Verstehen. Wenn du einen Satz zweimal hörst, passiert etwas in dir. Dein Gehirn baut eine kleine Brücke. Der Satz ist nicht mehr neu. Er wird vertraut. Dein Mund kann ihn sagen. Deine Stimme findet ihn leichter. Der Druck sinkt. Du hörst klarer, du verstehst mehr. Stell dir den Satz vor. Ich brauche Hilfe.
Beim ersten Mal hörst du nur die Form, beim zweiten Mal hörst du den Ton. Du hörst die Stimmung. Du hörst, welches Wort wichtig ist. Genau so funktioniert jeder Satz. Wiederholung nimmt die Angst vor neuen Klängen. Wiederholung baut Vertrauen auf. Wiederholung lässt die Sprache in dir wachsen. Du musst keine langen Texte hören. Du musst keine schweren Sätze hören. Du brauchst nur kurze Sätze, zweimal gehört. Einmal zum Kennenlernen, einmal zum Verstehen. So lernst du schnell, so lernst du ohne Druck, so lernst du natürlich. Mach diese Übung jeden Tag. Höre einen Satz. Höre ihn nochmal. Sprich ihn nach. Langsam. Dann schneller. Fühle den Klang. Fühle den Fluss. Fühle den Rhythmus. Frag dich danach. War es beim zweiten Mal leichter? Hast du mehr verstanden? Hast du den Ton gespürt? Wenn ja, funktioniert dein Training. Wiederholung ist kein Zeichen von Schwäche. Wiederholung ist ein Zeichen für Wachstum. Jeder Musiker wiederholt. Jeder Sportler wiederholt. Jede Stimme lernt durch Wiederholung. Auch deine. Je öfter du wiederholst, desto natürlicher klingt dein Deutsch. Dein Ohr wird wacher. Dein Kopf wird ruhiger. Dein Klang wird klarer. Wiederhole kurze Sätze und spüre, wie du jeden Tag besser wirst. Genau hier entsteht echte Entwicklung. Tipp 4 ist ein echtes Alltagsbeispiel, denn so lernst du Deutsch am schnellsten. Mit Sätzen, die Menschen wirklich sagen. Hier ist ein kurzes Beispiel. Höre einmal. Und jetzt nochmal. Merkst du den Unterschied? Genau so fängt echtes Verstehen an. Beim ersten Hören ist alles neu. Der Satz wirkt fremd. Der Klang ist schnell. Du suchst nach Bedeutung. Du suchst nach Struktur. Dein Kopf arbeitet zu stark. Beim zweiten Hören wird alles klarer. Du hörst den Ton. Du hörst die wichtigen Wörter. Du hörst die Pausen. So entsteht Verständnis. Stell dir vor, du hörst den Satz: Ich komme später. Beim ersten Mal hörst du vielleicht nur Laute. Beim zweiten Mal hörst du den Sinn. Du hörst später und weißt sofort, dass es um Zeit geht. Du hörst die Stimme. Du hörst die Stimmung. So lernst du Schritt für Schritt. Nimm einen einfachen Satz. Höre ihn zweimal. Fühle den Klang. Fühle den Unterschied. Dein Kopf kämpft nicht mehr. Dein Ohr übernimmt. Dein Körper folgt dem Rhythmus. Das ist echtes Alltagstraining. So sprechen Menschen wirklich, nicht perfekt, nicht künstlich, nicht wie im Lehrbuch. Sie sprechen normal. Sie sprechen schnell. Sie sprechen mit Gefühl.
Wenn wir echte Sätze hören, trainieren wir unser Ohr für den Alltag. Wiederhole es. Höre den Satz, hör ihn sofort nochmal. Frag dich danach, war der zweite Satz klarer? Hast du mehr verstanden? Hast du ein Wort erkannt, das du vorher nicht gehört hast? Genau das ist Fortschritt. So wächst dein Gefühl für Deutsch. Du musst nicht viele Sätze hören. Du musst echte Sätze hören. Kurz, klar, nah am Alltag. Dein Ohr lernt jedes Mal dazu. Dein Kopf entspannt sich und du kommst jeden Tag näher an echtes Verstehen. Jetzt kommt eine kleine Übung für uns, denn wir lernen Deutsch nicht nur durch Zuhören, sondern vor allem durch Mitmachen. Deine Stimme ist wichtig. Dein Mund ist wichtig. Dein Gefühl ist wichtig. Deshalb machen wir das jetzt gemeinsam. Jetzt bist du dran. Wiederhole den Satz. Langsam. Dann ein bisschen schneller. Genau so beginnt natürliches Sprechen. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur bewegen, hören, fühlen. Wenn du sprichst, versteht dein Körper die Sprache besser. Dein Mund lernt neue Wege. Deine Stimme wird sicherer. Wähle einen einfachen Satz. Zum Beispiel: Ich übe jeden Tag. Sprich ihn langsam. Spür deine Lippen. Spür deine Zunge. Spür den Klang. Dann sag den Satz nochmal. Etwas schneller. Spür die Veränderung. Spür den Fluss. Je öfter du das machst, desto natürlicher klingt dein Deutsch. Es geht nicht um Druck. Es geht um Bewegung. Es geht darum, dass dein Mund lernt, wie Deutsch funktioniert. Deine Stimme braucht Wiederholung. Dein Ohr braucht Rhythmus. Dein Kopf braucht Ruhe. Nimm auch andere einfache Sätze. Sätze wie Ich kann das oder ich spreche gut oder ich werde besser. Sag sie laut, sag sie klar, sag sie mit Gefühl. Mach die Übung jeden Tag. Du wirst merken, wie dein Klang wächst. Frag dich nach jeder Runde: War es leichter? War ich klarer? War ich schneller? Hast du gespürt, wie der Satz plötzlich fließt? Genau das ist Training. Genau das ist Fortschritt. Dein Mund wird weich. Deine Stimme wird warm. Dein Satz bekommt Energie. So lernen wir sprechen, nicht denken. Mach weiter. Wiederhole die Sätze. Lass die Sprache in deinen Körper. Mit jeder Wiederholung wirst du sicherer und freier. Du baust deine Stimme auf. Du baust dein Vertrauen auf. Und mit jeder Übung klingt dein Deutsch ein bisschen echter. Du siehst, dass du viel mehr verstehen kannst, wenn du kleine Schritte machst. Du musst nicht alles auf einmal lernen. Du musst nur jeden Tag ein kleines Stück gehen. Genau so wächst dein Deutsch. Du hast heute gesehen, wie einfach eine Übung sein kann.
Du hörst einen Satz. Du hörst ihn zweimal. Du sprichst ihn laut. Und plötzlich verstehst du mehr. Das ist kein Zufall. Das ist Training. Dein Ohr lernt. Dein Mund lernt. Dein Gefühl lernt. Und du spürst, wie Deutsch leichter wird. Deshalb mach diese Übung jeden Tag. Nur ein paar Minuten. Du brauchst keine Stunde. Du brauchst keine langen Listen. Du brauchst nur Ruhe, Wiederholung und Mut. Wenn du jeden Tag übst, wirst du schnell besser. Du wirst Wörter schneller hören. Du wirst Sätze klarer verstehen. Du wirst mutiger sprechen. Du wirst ruhiger denken und du wirst merken, dass du schon viel mehr kannst, als du glaubst. Jede kleine Übung bringt dich weiter. Jede Wiederholung macht dich stärker. Jeder Tag baut deine Stimme auf. Gib dir Zeit. Gib dir die Chance. Bleib dran. Wir lernen Deutsch. Jeden Tag ein bisschen mehr. Und genauso wirst du sicher, stark und natürlich. Danke, dass du heute dabei warst. Wir freuen uns sehr, dass du mit uns lernst. Du bist nicht allein. Wir gehen diesen Weg zusammen, Schritt für Schritt. Schreib uns in die Kommentare, was dir heute geholfen hat. Sag uns auch, was noch schwer für dich ist. So können wir neue Übungen für dich machen. Und wenn du möchtest, schreib auch, aus welchem Land du kommst. Wir lieben es zu sehen, wo ihr alle Deutsch lernt. Vergiss nicht weiter zu üben. Nur ein paar Minuten am Tag reichen. Deine Stimme wird stärker. Dein Deutsch wird klarer und du fühlst dich sicherer. Danke für deine Zeit. Danke für deinen Mut. Wir hören uns im nächsten Video. Bis bald.